In diesem Video zeige ich die Südallee in Trier und dort als besonderes Highlight die römischen Barbara-Thermen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Die Top-Sehenswürdigkeit der Südallee in Trier sind die Barbara-Thermen. Hierbei handelt es sich um die größte römische Thermenanlage, die nördlich der Alpen errichtet wurde. Kein Wunder also, dass sie seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Sie wurden in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus errichtet. Zu dieser Zeit gab es bereits am Viehmarkt in Trier eine funktionierende Thermenanlage. Da die Bevölkerung in Augusta Treverorum, so nannten die Römer früher Trier, aber stetig anwuchs, war vermutlich ein größerer Bedarf erkannt worden. In ihrer Erbauungszeit hatte sie eine Größe von über 40.000 Quadratmetern und bedeckte damit 2 vollständige Wohnblöcke. Allein das Ausmaß dieses Bauprojektes lässt darauf schließen, dass es sich um ein staatlich finanziertes Projekt handeln musste. Die einzige Thermenanlage im gesamten Römischen Reich, die noch größer war als die Barbara-Thermen in Trier, stand in Rom, die Trajansthermen. Die Barbara-Thermen wurden bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts genutzt. Münz- und Keramikfunde belegen dies. Zu diesem Zeitpunkt wurde Trier zerstört. Man kann heute noch erkennen, dass das Gebiet zu Wohnzwecken umgebaut wurde, da hier leicht außerhalb der Altstadt die Vorstadt im Lauf der Zeit entstand. Die Anlage verfiel. Auf einer Zeichnung aus dem frühen 17. Jahrhundert kann man in der Trierer Stadtansicht letztmals Teile der Thermen als Ruinen erkennen. Direkt danach wurden diese Ruinen als Steinbruch für die weitere Stadtentwicklung genutzt. Was dann noch übrig blieb, wurde von den Franzosen im Zuge des Eroberungskrieges von Ludwig XIV. Gesprengt. Heute kann man die Anlage kostenfrei besichtigen. Ein neu angelegter Steg führt diagonal über die Barbara-Thermen und ist mit einer Vielzahl an Infotafeln ausgestattet, um sich über die einzelnen Bauelemente und die Geschichte der Thermen zu informieren. Die Barbara-Thermen sind heute Bestandteil der Südallee in Trier, die von den Kaiserthermen bis zum Moselufer führt. Sie ist Teil des Trierer Alleenrings und gehört zur Denkmalzone Grüngürtel. Hier stehen mehrere interessante Immobilien, wie zum Beispiel dieses Doppelhaus, das in seiner Außengestaltung den Fenstern und Toren der Porta Nigra nachempfunden ist. Hier sehen wir die Bühne. Dies ist ein ehemaliger Zeitungskiosk an der Kreuzung zur Neustraße. Er wurde 2009 von Trierer Architektur- und Innenarchitekturstudenten zu einem Ausstellungsraum umgestaltet. Man kann völlig unabhängig von Öffnungszeiten die regelmäßig wechselnden Exponate von außen durch die Fenster betrachten. In der Südallee befinden sich mehrere Kulturdenkmäler, wie auch die ehemalige Handelskammer. Die meisten Gebäude zeichnen sich durch ihren historischen Baustil der Jahrhundertwende rund um 1900 aus. Direkt auf der anderen Straßenseite der ehemaligen Handelskammer liegt die Trierer Synagoge. Entlang der Südallee verlief früher ein Teil der Trierer Stadtmauer. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass sich hier auch eine alte Bastion im Grüngürtel der Südallee befindet. Der runde Stadtmauerturm wurde im 16. Jahrhundert errichtet und war der Mauer als Rundturm vorgestellt. Die Stadtmauer wurde im 19. Jahrhundert zwar größtenteils abgerissen, aber der Turm blieb ebenso wie sein Pendant in der Nordallee erhalten. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Turm beschädigt, dies konnte aber behoben werden und heute fügt er sich harmonisch in die geschichtsträchtige Südallee ein. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Trier interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.